Ja, herzlich willkommen auf der Gamescom 2017. Wir sind hier in Köln beim Stand von THQ Nordic, genauer gesagt bei den Piranha Bytes. Neben mir sind Harry und Amadeus von besagten Piranha Bytes. Eure Namen habe ich zwar genannt, aber vielleicht könnt ihr euch trotzdem noch mal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr so macht und ja. Ja, mein Name ist Harald Iken, korrekter Name Harald Bernd Alexander Arnold Iken. Ich arbeite bei Piranha Bytes seit nunmehr unzähligen Jahren und bin in der Story-Abteilung aktiv und schreibe Quests, Dialoge und bin auch im Game Design tätig, genau wie der da. Ja, mein Name ist Amadeus Weidmann, korrekter Name Amadeus Weidmann. Und ich mache genau das Gleiche. Ich mache Stories, Quests, Skripte ein bisschen, also eigentlich so ein bisschen Mädchen für alles, aber hauptsächlich Dialoge. Soviel ich weiß, sind wir hier für dieses Elex, was auch immer das so genau sein sollte. Es soll ja Leute geben, die es noch nicht kennen. Vielleicht könnt ihr dir erstmal so in kurzen Worten erklären, was dieses Elex dann so ist. Kann man das vielleicht essen oder so? Tatsächlich kannst du das, ja. Willst du was über das Spiel Elex wissen oder über die Substanz Elex? Schon über das Spiel Elex. Über das Spiel Elex. Elex ist ein Open-World-Rollenspiel, wie man es von uns gewohnt ist. Also du hast eine große offene Welt, du hast einen riesen Kontinent, du hast wieder 3 Fraktionen. Also es ist ein klassisches Piranha Bytes-Spiel, aber in einem völlig neuen Setting, weil sieht man ja, wenn man ab und zu mal die Werbung gesehen hat und sowas, wir haben so ein postapokalyptisches Science-Fantasy-Setting. Also es ist eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy in einer zerstörten postapokalyptischen Welt. Also so, kurz dazu. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Wir haben mich auch unsere Community befragt, was die gerne so wissen wollen. Und eine der Fragen, die kam, hat sich auf die Fraktion bezogen, die du gerade schon angesprochen hattest. Und zwar, inwiefern kann man aussteigen in die Fraktionen? Kann man sogar dahin kommen, dass man der eigene Chef einer Fraktion wird? Oder ist irgendwo einfach ein Nimix, dass ein NPC immer über einem sein wird? Ja, die Frage werde ich ausführlich beantworten und gleich auch das Ende von Game of Thrones spoilern. Ich werde dazu nicht sagen, wie weit du kommen kannst, weil das einfach also du kannst aufsteigen. Wie weit du aufsteigen kannst, ich glaube, das möchte ich nicht spoilern. Das wäre, sonst kriege ich die Fresse dick. Amadeus, willst du was riskieren zu sagen oder kannst du dazu auch nichts sagen? Also wir haben uns da relativ viel bei gedacht bei dem ganzen Kram, aber wie Harry schon sagte, das ist schon gespoilert, was auch die Story angeht und so, und ich möchte jetzt eigentlich keine Story spoilern. Nun gut, dann glauben wir euch das mal. Ein anderes großes Thema, was ja oftmals der Fall ist, ist Crafting. Und die Frage, die aufkam, war, kann man halt selber craften, kann man Komponenten finden, Waffen herstellen, oder kann man nur Waffen finden und halt ja quasi nur upgraden, sondern auch selber aktiv sein und halt welche kreieren? Wir haben ein relativ komplexes Crafting-System. Also wir können alles Mögliche craften. Von Alchemie über Waffen sockeln, über Waffen verzaubern, Kochrezepte, Suppen kochen, irgendwie Steakplatte kochen oder was auch immer. Also da ist unglaublich viel möglich. Wir wollten, dass der Spieler, da wir viele verschiedene Waffenstile haben, wie Schwert und Schild, Zweihandwaffe, Pfeil und Bogen, Laserwaffe, was auch immer, wollten wir, dass der Spieler sich eine Waffe raussuchen kann, die er benutzen möchte und die dann quasi so lange verbessern kann, dass er sie das ganze Spiel benutzen kann, wenn er möchte. Er kann natürlich wechseln auf eine andere, wenn ihm die Waffe irgendwann nicht mehr gefällt. Aber wir wollten halt dem Spieler nicht aufdrücken, so, diese Zweihandwaffe ist jetzt viel besser als das Schwert mit Schild, was du vorher hattest, und musst jetzt eine Zweihandwaffe verwenden, auch wenn du keinen Bock auf Zweihände hast. Harry, möchte noch was ergänzen oder hat Amma schon alles quasi dazu gesagt? Amma hat das meiste gesagt und ich möchte nichts ergänzen. Ja, da haben wir ein Lob an Amadeus. Wir haben ja schon angesprochen, es handelt sich um eine postapokalyptische Welt. Und wie wird es denn aussehen? Wird es klassische Fantasy-Wesen geben? Und wird es Wesen geben, die auf gewisse Regionen beschränkt sind? Das heißt, die gibt es vielleicht nur in der Wüstenlandschaft oder nur in der bergischen Land? Ja, wir haben da einen ziemlich bunten Blumenstrauß an Gegnern aus der Erde gestampft und es gibt regionsspezifische Monster, Gegner, klassische Fantasy-Gegner. Ich meine, Elex hat alles verändert auf der Welt. Elex hat dafür gesorgt, dass Kreaturen mutieren und du siehst teilweise auch, woher es kommt, also was das mal war. Aber wie gesagt, das wird man sehen, wenn man spielt. Kurze Anmerkung dazu noch, also wir haben definitiv Monster, die nur in der Wüste vorkommen. Wir haben Schneemonster, die nur im Schnee vorkommen. Wir haben Mutanten, die hauptsächlich an den Konvertern vorkommen und sowas, weil die eben da quasi produziert wurden, mehr oder weniger. Und
Also das ist schon sehr, sehr, zusätzlich haben wir Monster, die sich gegenseitig nicht leiden können. Wenn die sich über den Weg laufen in der Welt, dann fangen die an, sich zu bekriegen und sich gegenseitig aufzufressen und so. Also das ist schon, wir haben das sehr lebendig gestaltet, denke ich. Hoffe ich. Ich glaube schon. Das ist doch ein guter Einstieg für die nächste Frage. Du hast halt diese lebendige Welt angesprochen und Spiel ist ja sehr darauf bedacht, dass die Welt auch an sich auch in sich schlüssig ist, dass es auch wenig Logiklücken gibt. Und eine Frage war halt die Teleporter, die halt markant sind für die Welt, wo man sich ja teleportieren kann, ist, gibt es logische Erklärungen dafür, wie die entstanden sind, warum es die gibt? Oder habt ihr euch darüber noch wirklich so keine Gedanken gemacht, dem Motto, die gibt es einfach? Oder habt ihr da auch schon ein Konzept dahinter, warum die da sind? Ich gebe einmal an Amma, er hatte ein Zeichen gegeben. Teleporter sind natürlich, wie man es erwartet, ein Schnellreisesystem. NPCs benutzen sie bei uns nicht. Wir hatten das Feature ursprünglich tatsächlich mal geplant, das ist aber nicht reingekommen. Aber ich meine, es ist halt relativ easy zu erklären, weil wir haben eine Science-Fiction-Komponente in dem Spiel. Und Teleporter sind irgendwie sehr Sci-Fi-mäßig, also passt das gut rein. Gut, dann vielen Dank, was dieses Thema angeht. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist für viele, ist das Thema Musik. Und wird es zum Beispiel auch Leute oder NPCs geben, die zum Beispiel selber Musik hören, vielleicht über irgendwelche alten Kassettenrekorde oder irgendwelche anderen Systeme, oder gibt es diese kleinen Gimmicks eher weniger? Also wir haben durchaus Gegenden, wo Musik aus dem, ich weiß nicht, ob es mal als Kassettenrekorder, aber Radio rausdudelt, was man auch hören kann. Was glaube ich auch von jemandem produziert wurde, den wir nennen dürfen, oder? Ich weiß es nicht, also dann halten wir lieber mal die Fresse. Aber zum Thema Musik kannst du vielleicht Björn ja nochmal fragen, weil ich glaube, der hat da das richtige Händchen für, der kann dir da sehr viel drüber erzählen. Ja, ich habe so viel weiß, ist bekannt, dass Björn die Musik gemacht hat. Und was spannend ist, wann habt ihr überhaupt davon erfahren, dass er die Musik machen wird? Wusstet ihr das ja schon, dass ihr musikalisch veranlagt war, oder wann hat er einfach mal eröffnet, okay, ich werde hier einen Soundtrack oder werde hier die Hauptmusik für das Spiel machen? Also Björn hat schon immer ein Faible für Musik gehabt. Ich meine, der Mann geht irgendwie zweimal die Woche in eine Karaoke-Bar und macht zu Hause Musik seit anno dazumal. Der hat ein ganzes Tonstühle zu Hause rumstehen, also der kann das schon. Würdet ihr sagen, dass der Soundtrack gelungen ist, auch im Vergleich zum Beispiel, was früher Kai Rosenkranz bei Gothic oder auch bei Risen gemacht hat? Ja, ich meine, das ist eigentlich eine ziemlich coole Frage, weil egal was ich jetzt antworte, da bin ich ja voll der Arsch irgendwie. Natürlich kann ich als Entwickler nur sagen, Leute, was die 9. Sinfonie oder so, was war das irgendwie? Das ist Beethoven. So, das ist Beethoven. Das ist mein Statement dazu. Kamera blitzen. Ja, gut, dann lassen wir es mal so stehen und wir sind auch vielleicht ein bisschen weiter weg von Elex selber. Eine Frage, die noch aus der Community kam, ist, könnt ihr euch mal vorstellen, vielleicht eine RPG oder ein Spiel zu konzipieren, was vielleicht weniger noch so klassisch, sag ich mal, Mittelalter-Elemente, die mal Schwerkampf so hat, sondern vielleicht eher so rein Science-Fiction-mäßig ist. Klassiker wäre jetzt zum Beispiel hier Mass Effect. Wäre das durchaus was ihr euch mal vorstellen könnt? Die Sache ist, also bestimmt vorstellen kann man sich alles. Wir können uns auch vorstellen, ein Rennspiel zu machen, auch wenn wir da nicht unbedingt Lust drauf haben. Ja, ich weiß, also rein Science Fiction. Ich persönlich bin ein starker Freund von Nahkampf. Mir macht das als Spieler, für mich als Spieler, gar nicht mal als Entwickler, sondern für mich als Spieler macht es viel mehr Spaß, face to face mit dem Gegner zu stehen, zu blocken, zu kämpfen und sowas, als einfach auf Long Range zu schießen. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Also. Wie ist es bei dir aus, Harry? Ich kann mir da wirklich alles vorstellen. Also ich bin halt klassischer Rollenspieler. Wenn die Story gut ist oder so, dann das Setting kann auf einer Müllhalde stattfinden. Das wäre mir scheißegal. Hauptsache es macht Bock irgendwie und ich kann mir wirklich alles vorstellen. Also da bin ich offen. Es muss nicht immer nur Fantasy sein. Ich weiß, die Gothic-Fans, die stehen jetzt mit Knüppeln hier vor der Tür, aber ich kann mir alles vorstellen. Ja, vielleicht auch zum Abschluss eine persönliche Frage. Was würdet ihr aus eurem persönlichen Schmankerl im Spiel ansehen? Was ist so persönlich etwas, worauf ihr irgendwie besonders stolz seid oder was euch besonders gefällt? Worauf ihr eine persönliche Note mit reingebracht habt? Oh Gott, das sind so viele Ecken und Kanten. Aber was ich am schönsten fand, obwohl es jetzt keine Überraschung ist, ich wurde vor 2 Jahren oder irgendwie so auf der Bühne gefragt, wird es Jack wiedergeben? Und dann hat Björn mich angeguckt, ja, Harry, das machen wir, ne? Ja, und dann stand der Harry da und musste das auch alles umsetzen. Und es ist nur so eine kleine Anekdote, es ist eine Kleinigkeit, die man kennt und ich weiß nicht, ob es ausgenudelt ist, es ist aber eine schöne, nette Sache. Und ich habe an so vielen Ecken eine persönliche Note reingebracht, dass ich gar nichts sagen kann. Aber das ganze Spiel hat sehr viel Herzblut drin. Das merkst du, wenn du die Sachen von Amma spielst. Das merkst du hoffentlich, wenn du meine Sachen spielst. Wenn du die von Björn spielst, wenn du die von Jenny spielst. Da ist sehr, sehr viel Persönliches drin. Was ich persönlich, wenn ich das noch kurz sagen darf, richtig mochte, ist, dass ich mit dem Levelbereich so ein bisschen was machen durfte. Da haben die mir so ein bisschen freie Hand gelassen. Und das fand ich ganz geil. Was ist bei dir aus, Amma?
Ja, ich habe das schon mal gesagt, aber ich mag einfach das ist dieses Uralt-Feature, was gar nicht wirklich viel an der Hacken hat, diese Smalltalks von NPCs. Wenn du in eine Bar kommst und die werfen jetzt die zufälligen Sätze an den Kopf. Ich mag das unglaublich gerne. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde, das bringt einfach total Stimmung rein. Das ist nur so eine Kleinigkeit, das war so ein Gehirnfurz. Komm, lass uns das mal wieder irgendwie einbauen. Das war damals in Gothic irgendwie cool. Wir haben es ein bisschen aufgebohrt, wir haben viel mehr Texte, die verabschieden sich jetzt, wenn sie aufstehen und gehen und solche Sachen. Ich persönlich mag das einfach unglaublich gerne. Es hat einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht, sich einfach zufällige Sätze auszudenken, die hoffentlich aneinander passen. Und teilweise kommen da halt Gespräche raus, fast in den Kopf und denkst dir, Alter. Ich dachte ganz zum Schluss, ganz kurz, Harry. Ich hätte doch noch eine. Oh, doch, dann gerne. Die persönlichste Note kommt aus dem Pipan, nämlich pissende NPCs. Das finde ich ziemlich geil. Und rauchende NPCs. Rauchende NPCs sind ja ganz schlecht. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Harry, von dir ein Statement. Gothic 5, was kannst du dazu sagen? Ja, ich habe das Gefühl, als wenn ich hier die ganze Zeit nur Null-Statements raushau, aber kein Kommentar. Seht's mir nach, es tut mir leid, kein Kommentar. Nicht hauen. Gut, davon kann ich ja nicht bewahren. Dann danke ich euch, Arman, Harry, für das doch amüsante und tolle Interview und wünsche euch einen schönen Aufenthalt hier auf der Gamescom 2017 in Köln. Ja, schön. Danke.